Die richtigen Zutaten, handwerkliches Geschick und Sorgfalt im Detail. Mehr braucht es nicht für eine der beliebtesten Speisen überhaupt. Zum Pizzabacken treffen wir keinen Geringeren als den Weltmeister. Francesco Jallazzo in Ingelheim. Trainiert hat er schon mit 8 Jahren bei Onkel und Opa. Ich war immer am Freitag und Samstag nach der Schule, habe ich bei denen übernachtet, habe ich bei denen gearbeitet. Die hatten Pizzeria. Ich kann mich noch erinnern, mein Onkel hat mir eine kleine Leiter vor den Ofen gestellt. Ich konnte schon die Pizzen so langsam drehen, ein bisschen verstehen. Und mit 12, nach der Schule, ständig habe ich ja mit der Familie zusammengearbeitet. Um das Handwerk perfekt zu lernen, ging er natürlich nach Neapel, machte dort 3 Jahre lang eine Ausbildung zum echten Pizzaiolo, also Pizzabäcker. Also, wir machen jetzt unseren napoletanischen Teig. Für napoletanischen Teig brauchen wir nur 4 Elemente: Mehl, Hefe, Meeressalz und Wasser. Wir wiegen das Ganze, und zwar, wir wiegen jetzt 1 Kilo Mehl. Das reicht für 6 Pizzen. Sein Mehl stammt direkt aus Italien. Aber für deutsche Hobbybäcker wird er uns hier immer wieder Tipps geben. Mehl 00, deutsches Mehl 405. So, wir haben hier unseren fast 1 Kilo. Da sind noch ein paar Gramm hier drin. Ja. So, 1 Kilo Mehl. Dann wiegen wir 650 Milliliter Wasser. Das ist ein bisschen zu voll. Jedes Gramm und jeder Tropfen zählt. Die 65% Wasser sind Teil einer exakten Berechnung. Denn der Anteil des Wassers im Teig, die sogenannte Hydration, entscheidet später, ob unsere Pizza was wird oder eben nicht. Dann haben wir 5 Gramm Frischhefe. Ihr könnt auch zu Hause auch Trockenhefe benutzen. Dann die Hälfte. Ja? Das heißt zum Beispiel 5 Gramm Frischhefe, 2,5 Gramm Trockenhefe. Und dann 32 Gramm Meeressalz. Und auf 0. Heute ist Ruhetag. An einem normalen Werktag macht er in seiner Pizzeria so 400 bis 500 Pizzen und überlässt nichts dem Zufall. Muss man immer mit Mehl und Wasser immer die gleichen, muss man alles berechnen, damit wir den gleichen Resultat haben, Ergebnis. So, dann haben wir das alles hier. Mehr braucht man eigentlich nicht. Wir fangen mit Wasser an. 650 Milliliter Wasser also. Sollte man da schon etwas beachten? Normales Wasser. Ich lasse immer ein bisschen Wasser hier, weil wir müssen dann Salz auflösen. So, jetzt fangen wir dann mit Hefe, 5 Gramm Frischhefe. Tun wir im Wasser schön auflösen. Also nicht einfach nur reinwerfen. So, ich lasse noch ein bisschen drehen, damit die Hefe sich besser auflösen kann. Stoppen das Ganze. Und jetzt fangen wir mit Mehl. Et voilà. Es ist wichtig, alles rausholen wegen der Hydration. Und das lassen wir wieder kneten. So, das Ganze muss jetzt mindestens 5 Minuten kneten. Und dann kommt Salz rein.
Beim Kneten sollte man den Teig im Auge behalten. Und immer mal wieder braucht die Maschine ein bisschen Unterstützung. So, dann gehen wir mit der Hände ein bisschen genau in die Ecken rein. Kann das Ganze besser kneten. So. Das wird langsam. Konsistenz. Die Konsistenz, das werden wir noch sehen, ist das A und O eines gelungenen Pizzateiges. Wieder ein bisschen an die Ecken. Wir müssen das ganze Mehl nehmen. Und das Ganze braucht so lange, wie es braucht. Da muss sich auch ein Weltmeister in Geduld üben. So. Jetzt kommt Salz rein, 32 Gramm Salz, Meeressalz. Um das Ganze besser aufzulösen, kommt dann immer Wasser, ganz langsam rein. Nie ganze Wasser reinschütten, weil es kann sein, dass wir uns eine falsche Kalkulation gemacht haben wegen der Feuchtigkeit. Und das kann man immer am Teig erkennen. Bei seiner Kalkulation spielt Erfahrung eine große Rolle. Denn der Teig wird auch durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum beeinflusst. Das heißt, die Bedingungen, selbst in seiner Pizzeria, sind je nach Jahreszeit und Wetter unterschiedlich. Und niemals wird einfach alles zusammengerührt. Die Reihenfolge der Zutaten sollte man unbedingt beachten. Das ist wichtig, weil das Salz kann nie in Kontakt direkt mit Hefe kommen. Entweder macht man den Hefe am Schluss oder den Salz am Schluss. Also nie zusammen, weil sonst hat das Hefe nicht die richtige Funktion. So, dann machen wir ein bisschen einen Tick Olivenöl, damit der Teig nicht klebt. So. Die Maschine hat nur die Vorarbeit geleistet. Ab jetzt ist echte Handarbeit gefragt. Wieder das Ganze bearbeiten, bis die Konsistenz kommt. Für die Konsistenz sollte der Teig nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Später wird es sogar noch Backpfeifen setzen. Woher weiß man, wenn es erstmal gut ist? Das füllt man, weil das klebt nicht mehr an die Hände und der hat seine Konsistenz. Ich kann das immer so erkennen. Ne? Das ist meine Konsistenz. Und dann kann ich wieder ein bisschen kneten und ausruhen lassen. 30 bis 35 Minuten muss der Teig jetzt ausruhen, bei Zimmertemperatur und abgedeckt mit einem feuchten Tuch. Wenn man das Ganze zum Beispiel sagt, okay, ich brauche die Hälfte heute und die Hälfte morgen, dann kann man die Hälfte schon heute, also die Prozessur, bearbeiten und der Rest kann man schon in den Kühlschrank portionieren und im Kühlschrank ungefähr 24 Stunden Gehzeiten erreichen. So, jetzt zeigen wir hier
Die San Marzano, die sind spezielle Tomaten aus Neapel. Da sind diese länglich und die sind süßlich, also ein bisschen süß. Und wer zur Gemeinschaft der Pizzaioli, der neapolitanischen Pizzabäcker, gehört, verwertet die alte, hochwertige Sorte nicht einfach irgendwie. Und die haben strenge Regeln, die meinen, die wollen, dass wir die Tomatensauce mit den Händen zerhacken und nicht pürieren. Weil wenn man die Kerne püriert, wird die ganze Tomatensauce bitter. Ja, und deswegen machen wir morgen immer alles mit den Händen. Und in der Tomatensauce kommt nur Salz und Basilikum rein. In der Schüssel ist jetzt mehr Tomatensauce, als wir brauchen. Das sind 3 Kilo. Und das würde für wie viele Pizzen reichen? Ja, pro Pizzen 90 Gramm, 100 Gramm. Ich denke so 30, 35 Pizzen ungefähr. Außer die Marinara. Die Marinara braucht ja mehr Tomatensauce, weil die keine Mozzarella hat. Sonst wird die zu trocken im Ofen. Mehr Soße also auf eine Pizza Meeresfrüchte. Aber heute zeigt uns Weltmeister Ialazzo, wie raffiniert eine schlichte Pizza Napoletana, eine Margherita, sein kann, wenn die Zutaten richtig gut sind. Das kann man richtig schön ausschmecken, wenn man die Pizza isst. Sie sehen ja auch die Farbe von der San Marzano, das ist schön rot. Der Teig hat jetzt ungefähr 30 bis 35 Minuten ausgeruht. Jetzt können wir das Ganze mal gucken. So, kann man erkennen, langsam ist es schon so weit, um die Teigblättchen zu portionieren. 280 Gramm. Können wir das Ganze wiegen. Ein Tick wieder Olivenöl, damit der Teig nicht in die Hände klebt. Genau 280 Gramm sollte eine Portion wiegen, denn aus jedem Teigbällchen wird eine Pizza und die Pizzen sollen schließlich später alle gleich groß sein. Ich kann das auch von zu Hause auch auf dem Tisch bearbeiten, langsam. Es wird wie ein Bällchen. Von unten zumachen. Und nicht zu eng nebeneinander setzen. Wir haben hier unsere 6 Teigbällchen. Das Ganze wieder zudecken und 6 bis 8 Stunden Zimmertemperatur gehen lassen. Dann ist es dann fertig, das Ganze zu bearbeiten und zum Essen. Inzwischen werfen wir mal einen Blick auf die Auszeichnungen, die Francesco Ialazzo seit Jahrzehnten sammelt. Dabei geht der gebürtige Mainzer italienischer Abstammung mit deutscher Gründlichkeit vor. Auch bei der Weltmeisterschaft 2021, die ausgerechnet in Neapel stattfand, überließ er nichts dem Zufall. In Neapel bin ich auch eine Woche vorher angekommen. Habe mir da in einer Pizzeria einen kleinen Raum gemietet. Ja, da habe ich auch mal einen Test gemacht. Ich habe die Temperatur von außen bemessen, Zimmertemperatur, welchen pH das Wasser hat, Mehltemperatur. Ich wollte ja den gleichen Teig wie in Ingelheim in Neapel bringen. Und die waren auch ein bisschen so traurig, weil jemand von Deutschland gekommen ist, ja, und hat praktisch alle Kategorien gewonnen. Das ist ja auch fast nie passiert. Sag mal fast nie, aber ist nie passiert. Dabei ist so eine WM gar nicht seine größte Herausforderung. Die sitzt zu Hause in Ingelheim. Ialazzos Frau stammt aus Neapel. Die merkt es direkt, wenn ich was im Teig verändert habe, wenn ich mit einer Temperatur backe, dann sagt sie schon, Schatz, hast du was verändert? Die merkt es direkt. Ja, wir sind schon seit 20 Jahren zusammen und die testet wirklich und die merkt es. Die ist die Einzige, die es direkt merkt. Die und meine Kinder.
Bevor es mit dem aufgegangenen Teig weitergeht, präpariert er die Arbeitsplatte so, dass später möglichst nichts anbrennt. Wir benutzen Hartweizen, weil Hartweizen verbrennt nicht so schnell wie Weizenmehl, weil wir mit hoher Temperatur arbeiten. So. Hier unten kann man das erkennen, schöne Bläschen, Teig ist schon bereit. Aber auch das überprüft der Perfektionist lieber nochmal. Ich mache jetzt einen Test, ob der Gluten seinen Punkt erreicht hat. Muss man ganz vorsichtig aufmachen, ganz dünn in der Mitte. Ja? Da kann man das erkennen. Et voilà. Zeit, mal nach dem Steinofen zu schauen. Der muss ordentlich vorgeheizt werden, sonst war alle Kalkulation und Vorarbeit umsonst. Und dann braucht man auch immer eine schöne Temperatur, die richtige Temperatur, weil wir können den besten Teig der Welt herstellen. Aber wenn die Temperatur nicht passt, dann haben wir ein anderes Produkt. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig ist auch, dass zwischen Formen, Belegen und Backen nicht mehr viel Zeit vergeht. Wir haben hier Antonio Serracino, ein Profi-Pizzaiolo aus Neapel. Ja, der ist auch ein Profi mit Pizzabacken, napoletanische Pizza. Und der muss mir jetzt helfen bei dem Ofen, weil das muss jetzt schnell gehen. Okay? Bisschen Hartweizen auf den Tisch. Ja, wir machen das Ganze ein bisschen langsamer, auch für die Zuschauer. Wir formen uns langsam an Rand. Der Teig, wie ihr sehen könnt, ist schön fluffig. Fehlt noch die eine oder andere Backpfeife, italienisch Schiaffo. Ja, lo schiaffo. 1, 2 und 3. Der Boden sollte flach sein, der Rand später 3 bis 5 Zentimeter hoch werden. So, dann haben wir schon hier unsere Pizza. Da kommt jetzt Tomaten San Marzano, ungefähr 90 bis 100 Gramm. Nicht ein bisschen am Rand. So, ich mache ihm einen Tick Pecorino. Tick Basilikum vor und nach dem Backen. Olivenöl ist hier. Und natürlich unsere kleine Büffelmozzarella. Und natürlich stammt auch der Mozzarella für diese echte Pizza Napoletana aus Neapel. Erst mit ihm sind die italienischen Nationalfarben komplett. So, die Pizza ist jetzt bereit. Antonio? Ja. Wir schieben die Pizza auf die Schaufel, weil manchmal ist ein bisschen Hartweizenmehl noch unten drunter. Und wenn wir das nicht machen, dann ziehen wir das komplett mit und dann backen wir das im Ofen. So. 1,5 bis maximal 2 Minuten darf die Pizza jetzt im Ofen bleiben. Da ist es aufpassen, denn fürs Backen gilt eine simple Regel. Sehr kurz und sehr heiß. Also der Stein von oben ist 450, 460 und der Stein von unten ist 360, 370. Also wir backen in die Richtung von 390 Grad. Und was macht man, wenn man zu Hause keinen Ofen hat, der so heiß wird? Das ist nicht schlimm. Dann kann man den 40 Minuten vorher heizen lassen und dann mit Schamottstein auch aufheizen lassen und dann kann man direkt die Pizza drauflegen, ja?
Ich denke, von zu Hause dauert es 15 bis 20 Minuten mit 250 Grad. Natürlich, die wird ja ein bisschen knuspriger und trockener, ja, aber schmeckt auch gut. Und los. So, die Pizza ist fertig. Gestoppt hat er die Backzeit nicht. Woran erkennt er, dass die Pizza genau richtig ist? Von Rand. Der Rand ist ja hochgegangen. Das habe ich ja gemeint. Knusprig und schön fluffig. So, ich mache dann immer eine kleine Büffelmozzarella noch in der Mitte. Basilico. Tick Olivenöl. Das ist die Margherita. So, jetzt wollen wir hier im Rand mal reinschauen. Mit der Rullo. Kann man von dieser Seite vielleicht besser sehen. Das sind diese Strukturen, wo ich gemeint habe. Das ist schon fluffig, die ist hochgegangen, knusprig, aber schön weich. Wenn die kalt wird, kann man die gefaltet essen oder wir kann die schneiden oder mit Messer und Gabel einfach. In Neapel haben die sogar eine Mini-Version, die verkaufen das auf der Straße, dann verkaufen die das gefaltet und die isst man einfach so. Und einfach so, wie in Neapel auf der Straße, probiert Weltmeister Francesco Jallazzo auch, ob seine Pizza nach all dem schmeckt, was eine original neapolitanische Pizza Margherita ausmacht. Gibst du mir auch eine Serviette? Ich falte die mir ein bisschen so. Das Mazzano kann man rausschmecken. Büffelmozzarella, den Teig, Basilikum und Olivenöl. Gut, eh? Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.